Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren Tuk-Talk-Ausgabe. Bei uns dreht sich heute alles um den wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität. Dieser wird durch unseren heutigen Gast betreut, der sich nicht zuletzt durch seine eigenen Erfahrungen als ehemaliger Promovent hervorragend als Vermittler zwischen Mittelbau und Rektorat eignet. Dabei hat er immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Doktoranden und will ihnen durch den Abbau struktureller Hürden den Weg zum Doktortitel erleichtern. Jens Teuscher begann sein Studium an der TU Chemnitz im Fachbereich Elektrotechnik im Jahr 2008. Mittlerweile agiert der promovierte Diplom-Ingenieur als Rektoratsbeauftragter für den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität. In diesem Amt vertritt er nicht nur den Mittelbau, sondern möchte auch aktiv an einer Verbesserung der Forschungsbedingungen mitwirken. Dabei hilft es ihm sicherlich, dass er nicht eindimensional in seinem Fachbereich verharrt, sondern ein großes Interesse daran hat, sein Wissen auch auf andere Bereiche zu erweitern. Als Ausgleich zu seiner wissenschaftlichen Karriere ist der naturverbundene Vogtländer gerne an der frischen Luft unterwegs. Er meint, kontinuierliches Training, Zielstrebigkeit und Gelassenheit sind Schlüsselfaktoren für sportliche und berufliche Erfolge. Hallo Herr Teuscher, schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Wie kommt man denn eigentlich von der Elektro- und Informationstechnik zum Amt eines Rektoratsbeauftragten? Die Stelle war ausgeschrieben. Ich habe mich dann darauf beworben, weil ich die Chance eigentlich nutzen wollte, an der Selbstverwaltung an der Uni mitzuwirken und ja was bewirken zu können. Und ja, wurde dann genommen. Und ja, seitdem arbeite ich seit April letzten Jahres in dem Amt. Bin in verschiedenen Arbeitskreisen tätig, also im TUC-Forum bin ich dabei, im Taskforce Qualitätsmanagement Lehre. Und ja, versuche mit allen Problemen der Wissenschaftler klarzukommen. Sie kümmern sich ja nun mittlerweile schon seit fast einem Jahr um die angehenden Doktoren der Universität. Wie steht es denn aktuell aus Ihrer Sicht um den wissenschaftlichen Nachwuchs? Wenn man die Anzahl an Anfragen ansieht, muss man sagen, sehr gut. Ich habe sehr wenig Anfragen, könnte daran liegen, dass auch niemand weiß oder niemand sich traut, zu mir zu kommen. Die Anfragen, die man bekommt, sind großteils ist das Problem Zeitmanagement. Man hat immer diese drei großen Säulen. Das ist zum einen die eigene Forschung, die eigene Promotion, die man vorantreiben will. Zum anderen die Lehraufgaben, die Lehre, die man bearbeiten will. Und zum anderen die eigene Finanzierung, die man klären muss, ob mit Drittmitteln oder nicht. Und diese drei Punkte ins Gleichgewicht zu bringen, das ist immer die große Herausforderung der Mitarbeiter aktuell. Ich bin ja jetzt aktuell auch Doktorandin. Wenn ich zu Ihnen komme, wie können Sie mir denn dann weiterhelfen? Unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Das sind sehr professurspezifische Anfragen oder fachspezifische Anfragen auch. Je nachdem, wo ich promoviere, habe ich teilweise kumulative Promotionen, teilweise Manuskriptpromotionen. Entsprechend sind die Anfragen auch unterschiedlich. Ich helfe eigentlich meistens als Ansprechpartner. Ich kann helfen, vermitteln, wo man anfragen kann, ob man personalrechtliche Probleme hat, ob man den Einklang Familie und Beruf entsprechend managen muss oder ob es fachspezifische Probleme sind. Da kann ich jemandem helfen und Fragen sagen, wo man hingehen sollte. Das sind so eher individuelle Probleme. Es gibt aber auch wenig strukturelle Dinge, die einen beschäftigen. Das ist immer die große Aufgabe für mich, herauszuarbeiten, was sind strukturelle Probleme, die man ändern muss. Ein Problem, was sich auftut, ist, dass sich viele Promoventen nach der Promotion dann von der Universität abwenden. Sie bleiben nicht hier. Und warum ist das so? Das Rektorat hat es auch schon erkannt, hat sich da entschlossen, jetzt auch schon die Entfristungsregelung entsprechend zu veröffentlichen. Auch ein Grund dahin, dass man den Anreiz schafft, hier zu bleiben. Und wie kann man das weiter anreizen? Ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass viele Promoventen in der Endphase der Promotion keine Zeit haben, sich mit Finanzierungsmodellen zu beschäftigen. Man hat ja den Promotionsstress, man will fertig werden, Promotion, manchmal auch die 6-Jahres-Grenze, die näher kommt. Und man muss dann fertig werden. Und da ist es schon, wäre es besser, wenn man wüsste, man hat dann nach der Promotion ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Finanzierungsmöglichkeit, um sich dann weiter um Großprojekte zu generieren. Weil der Wissensverlust, den wir haben, wenn die Postdocs gehen, der ist ziemlich groß. Und den merken wir vor allem in den Großprojekten und den Großanträgen. Da wäre es schon sehr gut, wenn wir nebenher bleiben würden. Wie man so eine Finanzierungsänderung machen kann, ist ziemlich schwierig. Aber wie könnte denn ein künftiges Finanzierungsmodell aussehen? Also ein Beispiel der TU Berlin kann man zum Beispiel sagen, die machen eine Ausschreibung einmal pro Jahr, einmal pro Semester. Und man kann sich damit durch schöne Projektidee bewerben, mit dem Konzept, wie man das auch fördern lassen kann. Und dann kriegt man das entsprechend gefördert, wenn man ausgewählt wird, für maximal so 1 bis 2 Semester.
und hat dann ein bisschen eine Sicherheit, dass man auch vorarbeiten kann. Was würden Sie denn dem wissenschaftlichen Nachwuchs aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus noch mit auf den Weg geben wollen? Man hat oft während der Promotion Phasen, wo man an sich selber zweifelt und an der Arbeit auch kämpft. Und man sollte die Zeit nehmen, sich mal zu besinnen, mal in Ruhe zu kommen, sich wieder zu motivieren, weiterzumachen. Und man sollte nicht aufgeben. Durchhalten ist ganz wichtig. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. In der nächsten Ausgabe begrüßen wir die Geschäftsführerin des Studentenwerkes Chemnitz-Zwickau. Frau Anja Schönherr wird mit uns unter anderem über Wohnheimplätze, Studienfinanzierung oder die kostenlose Rechts- oder Sozialberatung für Studierende sprechen. Weitere Themen oder Gästevorschläge können Sie uns an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Bis bald!